Lektion 1: Gastfreundschaft mit Anmut und Absicht. Empfangen Sie häufig Gäste bei sich zu Hause? Ich empfange regelmäßig und bewusst Gäste. Planen Sie Ihre Zusammenkünfte lange im Voraus? Ich plane die meisten Veranstaltungen mindestens 2 Wochen im Voraus. Bevorzugen Sie intime Abendessen oder größere Zusammenkünfte? Ich bevorzuge gemütliche Abendessen, die zum Gespräch anregen. Wie bereiten Sie die Räumlichkeiten vor, bevor die Gäste eintreffen? Ich räume wichtige Bereiche auf und schaffe bequeme Sitzgelegenheiten. Berücksichtigen Sie bei der Menüplanung dietetische Einschränkungen? Ich frage immer nach Allergien und Ernährungsvorlieben. Bereiten Sie mehrere Optionen für unterschiedliche Ernährungsweisen zu? Ich biete vegetarische, proteinreiche und glutenfreie Alternativen an. Wie schafft man eine einladende Atmosphäre? Ich verwende warmes Licht und dezente Hintergrundmusik. Verwenden Sie bei jedem Abendessen eine formelle Tischdekoration? Formelle Anlässe behalte ich mir nur für besondere Gelegenheiten vor. Wie findet man die richtige Balance zwischen Formalität und Freundlichkeit? Ich verbinde elegante Präsentation mit entspannter Konversation. Beziehen Sie Ihre Gäste manchmal in den Kochprozess mit ein? Ich lade enge Freunde zur Mithilfe ein, um das Erlebnis geselliger zu gestalten. Verbessert diese Herangehensweise die allgemeine Stimmung? Es schafft gemeinsame Erinnerungen und reduziert den Stress des Wirts. Wie organisieren Sie das Teaming beim Servieren der Gänge? Ich gestalte die Kurse mit Gesprächen und lasse angenehme Pausen zu. Bereiten Sie bestimmte Gerichte im Voraus zu? Ich wähle Gerichte, die ich im Voraus zubereiten kann, um bei meinen Gästen präsent sein zu können. Wie gehen Sie mit unerwartet früh eintreffenden Gästen um? Ich biete Erfrischungen an und passe den Zeitplan flexibel an. Legen Sie Hausregeln für Gäste diskret fest. Ich kommuniziere praktische Erwartungen bei Bedarf freundlich. Wie bereiten Sie die Schlafgelegenheiten für Übernachtungsgäste vor? Ich stelle frische Bettwäsche, Decken und ein kleines Willkommenspaket zur Verfügung. Welche Artikel gehören zu einem Willkommenspaket? Ich lege Wasser, einen Ladeadapter und eine kurze Notiz bei. Wie verhält man sich mit Haustieren, wenn man Gäste hat? Ich informiere die Gäste im Voraus und sorge gegebenenfalls für die Sicherheit ihrer Haustiere. Fragen Sie Ihre Gäste nach ihren Bedürfnissen in Bezug auf Barrierefreiheit? Ich frage vorher an, um sicherzustellen, dass das Haus für alle geeignet ist. Wie geht man mit heiklen Gesprächsthemen um? Ich lenke den Dialog in Richtung respektvoller und inklusiver Themen. Führen Sie bei sich zu Hause auch kontroverse Debatten? Ich erlaube lebhafte Diskussionen, unterbinde aber persönliche Angriffe. Wie kann man Spannungen abbauen, wenn eine Debatte hitzig wird? Ich wechsle das Thema und bitte um ruhigere Beiträge. Erstellt ihr Playlists, die zu verschiedenen Anlässen passen? Ich erstelle Playlists, die zur Stimmung und zum Tempo der jeweiligen Veranstaltung passen. Wie schafft man ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis? Ich lege Wert auf Präsentation, frische und durchdachte Details. Beziehen Sie kulturelle oder saisonale Themen in Ihre Menüs ein? Ich verwende saisonale Produkte und respektvolle kulturelle Elemente. Wie bindet man Kinder in Familienfeiern ein? Ich biete kinderfreundliche Mahlzeiten und sichere Spielbereiche an.
Legen Sie Erwartungen für die Nutzung elektronischer Geräte fest. Ich bitte um einen achtsamen Umgang mit Geräten und fördere die Achtsamkeit. Wie gestaltet man die Sitzordnung, um einen lebhaften Austausch zu fördern? Ich mische verschiedene Persönlichkeiten und achte darauf, ruhigere Gäste nicht auszugrenzen. Bieten Sie Aktivitäten oder Kennenlernspiele für neue Gruppen an. Ich bereite lockere Kennenlernspiele und kooperative Spiele vor. Wie stellen Sie sicher, dass sich Gäste in Gespräche einbezogen fühlen? Ich lade sie ein, sich in verschiedene Themen einzubringen und stelle offene Fragen. Gehen Sie bei Veranstaltungen verantwortungsvoll mit Alkohol um? Ich biete alkoholfreie Alternativen an und überwache den Konsum diskret. Wie kann man sich noch aus den Fehlern elegant erholen? Ich entschuldige mich kurz und korrigiere Probleme ohne Drama. Bitten Sie nach größeren Veranstaltungen um Feedback. Ich bitte enge Freunde um Feedback, um zukünftige Veranstaltungen zu verbessern. Wie lässt sich Gastfreundschaft mit persönlichen Grenzen in Einklang bringen? Ich habe klare Grenzen für Häufigkeit und Dauer der Besuche festgelegt. Empfängst du gerne Gastgeber, um Kontakte zu knüpfen oder zum Vergnügen? Beides, wobei eine bedeutungsvolle Verbindung die größte Freude bringt. Wie geht man mit Gästen um, die ihren Aufenthalt überschreiten? Ich deute sanft an, dass der Abend zu Ende geht und biete meine Hilfe beim Abschied an. Bereiten Sie sich auf Gäste mit Haar- oder Duftstoffallergien vor? Ich meide starke Duftstoffe und reinige vorher gründlich. Wie gelingt ein reibungsloser Küchenbetrieb während des Service? Ich organisiere die Mise-en-Place und hole mir bei Bedarf Hilfe. Lagern Sie das Catering für Großveranstaltungen jemals aus? Für größere Veranstaltungen engagiere ich Caterer, um Qualität und Ruhe zu gewährleisten. Wie gestaltet man einen unvergesslichen Abschied für Gäste? Ich bedanke mich herzlich und biete Ihnen Essensreste oder eine kleine Aufmerksamkeit an. Nehmen Sie nach einer Übernachtung Kontakt zu Ihren Gästen auf. Ich sende Ihnen eine kurze Nachricht, in der ich mich für Ihre Gesellschaft bedanke. Wie sorgen Sie dafür, dass sich Gäste in Ihrem Zuhause sicher und respektiert fühlen? Ich kommuniziere klar und höre mir alle Anliegen umgehend an. Passen Sie Ihren Bewirtungsstil an formelle bzw. informelle Gäste an. Ich passe Tonfall, Menü und Tempo dem jeweiligen Anlass an. Wie verwalten Sie Material und Lagerbestand für wiederholte Veranstaltungen? Ich führe eine Liste der wichtigsten Vorräte und fülle diese regelmäßig auf. Ermutigen Sie Ihre Gäste, Gerichte im Stil eines Potluck-Hessens beizusteuern? Ich bitte um Beiträge für entspannte, gemeinschaftliche Mahlzeiten. Wie kann man die Privatsphäre wahren, wenn man Freunde zu Besuch hat? Ich beschränke Hausbesichtigungen und halte meine persönlichen Räume privat. Bieten Sie während längerer Versammlungen Ruhezeiten oder Rückzugsorte an? Ich biete einen ruhigen Raum zum Ausruhen und Nachdenken an, wenn dies nötig ist. Wie gehen Sie mit politisch polarisierten Gästen um? Ich setze klare Gesprächsgrenzen und lege Wert auf gegenseitigen Respekt. Veranstalten Sie manchmal Themenveranstaltungen, um für Begeisterung zu sorgen? Ich veranstalte gelegentlich Themenabende, um für Abwechslung und Spaß zu sorgen. Wie bereitet man sich auf den Empfang internationaler Gäste vor? Ich stelle lokale Reiseführer, Sprachhilfe und kulturelle Hinweise zur Verfügung. Kommuniziert Ihr Hausregeln bezüglich Recycling oder Energieverbrauch höflich? Ich erkläre die Vorgehensweisen freundlich und gebe klare Anweisungen.
Wie gestaltet man die Veranstaltung von Events unter Bedingungen der öffentlichen Gesundheitskrise? Ich halte mich an die Richtlinien, informiere die Gäste und biete Sicherheitsoptionen an. Entwickeln Sie Rituale oder Traditionen für wiederkehrende Zusammenkünfte? Ich pflege kleine Rituale, um die Gemeinschaftsbande zu stärken. Wie gelingt Ihnen die Balance zwischen Sozialleben und persönlicher Freizeit? Ich plane nach größeren Veranstaltungen Erholungstage ein. Beziehen Sie Ihre Gäste in nachhaltige Gastfreundschaftspraktiken ein? Ich befürworte wiederverwendbare Teller und vermeide Einwegartikel. Wie gehen Sie mit den Erwartungen hinsichtlich Trinkgeld oder Bezahlung von Mahlzeiten um? Ich kläre die Regelungen zur Kostenaufteilung höflich im Voraus. Nutzen Sie Technologie, um oder Absagen sowie Präferenzen zu koordinieren? Ich nutze Event-Tools, um Ernährungsbedürfnisse und Zeitpräferenzen zu erfassen. Wie bewahrt man Eleganz ohne Übertreibung beim Bewirten von Gästen? Ich lege Wert auf Qualität, nicht auf Quantität und auf durchdachte Details. Welche umstrittene Angewohnheit beim Bewirten vermeiden Sie? Ich vermeide es, Gäste ohne deren Zustimmung in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Gäste positive Erinnerungen mitnehmen? Ich pflege Wärme, gutes Essen und aufmerksames Zuhören. Welchen abschließenden Tipp würden Sie neuen Gastgebern geben? Planen Sie sorgfältig, bleiben Sie flexibel und stellen Sie echte Beziehungen in den Mittelpunkt. Ich werde künftig häufiger Gastgeber sein und bei jeder Zusammenkunft Wert auf herzliche Gastfreundschaft legen. Lektion 2: Der lokale Tisch, der Bände spricht. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant in der Gegend im Moment? Mein Lieblingsrestaurant ist ein kleines Bistro in der Innenstadt. Was zieht Sie immer wieder in dieses Bistro? Das Essen ist saisonal, frisch und ansprechend angerichtet. Wechselt sich die Speisekarte häufig? Der Küchenchef aktualisiert die Speisekarte wöchentlich mit frischen Produkten vom Markt. Wie wirkt sich die Änderung der Speisekarte auf Ihre Besucher aus? Es weckt Vorfreude und belohnt wiederholte Besuche. Ist das Bistro teuer oder preislich im mittleren Bereich? Die Preise sind moderat und spiegeln die Qualität der Zutaten wider. Finden Sie das kulinarische Erlebnis wertvoll? Ja, jeder Kurs wirkt sorgfältig zusammengestellt und fair. Wie würden Sie die Atmosphäre dort beschreiben? Es ist intim, warmherzig und von einer unaufdringlichen Eleganz. Trägt die Dekoration zur Stimmung bei? Minimalistisches Holz, sanftes Licht und lokale Kunst geben den Ton an. Tragen die Mitarbeiter zu einem besseren Gesamterlebnis bei? Die Mitarbeiter sind aufmerksam, kompetent und authentisch. Wie beschreiben Kellner den Gästen die Gerichte? Sie erläutern Ursprung, Zubereitung und empfohlene Kombinationen. Legt das Bistro Wert auf regionale Produkte? Das Unternehmen bezieht Gemüse, Käse und Fleisch von nahegelegenen Bauernhöfen. Beeinflusst diese lokale Ausrichtung die Nachhaltigkeit? Es verkürzt die Transportwege für Lebensmittel und unterstützt die regionale Wirtschaft. Gibt es Spezialitäten, die Sie empfehlen? Besonders hervorzuheben sind ein Rote-Beete-Salat und ein langsam geschmortes Lammragout. Verdienen die Desserts im Bistro Erwähnung? Der Olivendelkuchen mit Zitronencreme ist unvergesslich. Wie ergänzt die Weinkarte die Küche?
Die Liste umfasst Weine kleinerer Erzeuger und viele Naturweine. Wählen Sie üblicherweise Wein oder eine alkoholfreie Getränkebegleitung? Ich genieße beides. Alkoholfreie Kombinationen sind kreativ und ausgewogen. Kann das Bistro gut auf Ernährungsbesonderheiten eingehen? Sie passen die Gerichte sorgfältig an die Bedürfnisse von Gästen mit Glutenunverträglichkeit und Vegetariern an. Haben Sie im Restaurant irgendwelche umstrittene Praktiken beobachtet? Es entbrannte eine lokale Debatte über Sitzgelegenheiten auf dem Bürgersteig und den damit verbundenen Lärm in der Wie hat das Nachbarschaft. Restaurant auf die Bedenken der Anwohner reagiert? Sie bezogen die Nachbarn mit ein und passten Öffnungszeiten und Raumaufteilung an. Hat dieser Kompromiss die Beziehungen verbessert? Es trug zur Entspannung bei und bewahrte gleichzeitig den Charme des Essens im Freien. Findet im Bistro die Ausrichtung von Veranstaltungen oder Kochkooperationen statt? Es organisiert Pop-up-Dinner und gelegentlich Gastkochreihen. Sind solche Veranstaltungen bei Feinschmeckern beliebt? Sie sind schnell ausverkauft und sorgen für angeregte kulinarische Diskussionen. Wie berechnet das Restaurant die Preise für Sonderveranstaltungen? Die Preise spiegeln die Seltenheit und das Engagement des Produzenten wider und sind transparent. Siehst du dort manchmal Prominente oder Influencer? Gelegentlich, was in den sozialen Medien für Aufsehen und Debatten sorgte. Hat diese Aufmerksamkeit das kulinarische Erlebnis verändert? Es brachte neue Kunden, aber die Küche behielt ihren Standard bei. Sind die Reservierungen an Wochenenden schnell ausgebucht? Ja, die Plätze sind schnell ausgebucht, daher ist eine gute Planung unerlässlich. Bevorzugen Sie es, dort mittags oder abends zu essen? Ich bevorzuge ein entspanntes Abendessen mit mehreren Gängen. Wie zugänglich ist das Bistro für Neulinge? Es heißt neugierige Gäste willkommen und erklärt die Speisekarte geduldig. Fördern die Preise häufige Besuche oder Besuche zu besonderen Anlässen? Es passt beiden Gruppen. Manche Gäste speisen wöchentlich, andere reservieren für besondere Anlässe. Wie schneidet das Bistro im Vergleich zu größeren Restaurants in der Stadt ab? Es bietet eine intime Atmosphäre und die Authentizität regionaler Produkte, die große Veranstaltungsorte nur schwer erreichen können. Sind Ihnen irgendwelche Trends in der Speisekarte aufgefallen? Die Speisekarte spiegelt den Trend hin zu Fermentation und der Verarbeitung von Wurzel- zu Stielprodukten wider. Finden Sie diese kulinarischen Trends gut? Bei sorgsamer Anwendung intensivieren sie den Geschmack und reduzieren Abfall. Wie geht die Küche mit Lieferengpässen um? Der Koch improvisiert und betrachtet Einschränkungen als kreative Chance. Haben Sie schon einmal eine besonders gelungene Kreation abseits der Speisekarte erlebt? Ja, ein spontan zubereitetes Crudo mit eingelegter Zitrone wurde auf Anhieb zum Favoriten. Wie spiegelt sich ethische Beschaffung in der Preisgestaltung wider? Höhere Beschaffungskosten werden durch Portionierung und Saisonalität ausgeglichen. Engagiert sich das Bistro auch über die Speiseräume hinaus in der lokalen Gemeinschaft? Es spendet überschüssige Lebensmittel an nahegelegene Obdachlosenunterkünfte und veranstaltet Kochkurse. Stärken diese Maßnahmen den Zusammenhalt in der Gemeinschaft? Sie schaffen Vertrauen und gegenseitige Unterstützung in der gesamten Nachbarschaft. Wie beeinflussen Stammgäste die Identität des Restaurants? Treue Kunden prägen die Mini-Experimente und die kulturelle Ausrichtung. Hat das Bistro positive Kritiken erhalten? Es erhielt lokale Auszeichnungen und positive Kritiken von regionalen Kritikern.
Verfälschen Kritiker jemals den Geist des Ortes? Manchmal konzentrieren sich Rezensionen eher auf Trends als auf Herzblut und handwerkliches Können. Wie wirkt sich die Mitarbeitermotivation auf das kulinarische Erlebnis aus? Zufriedene Mitarbeiter sorgen für besseren Service und eine einladendere Atmosphäre. Investiert der Inhaber in die Weiterbildung und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter? Ja, faire Löhne, planbare Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten spielen dort eine wichtige Rolle. Ist die Küche für Gäste einsehbar? Ein teilweiser Einblick in den Pass zeugt von Respekt vor Transparenz. Verändert der Anblick der Küche Ihre Wertschätzung? Die Beobachtung handwerklicher Kunstfertigkeit vertieft den Respekt vor Technik und Arbeit. Wie geht das Bistro mit Kritik von Gästen um? Sie hören zu, entschuldigen sich gegebenenfalls und beheben Probleme umgehend. Hat die Speisekarte jemals Kontroversen wegen kultureller Aneignung ausgelöst? Es entwickelte sich eine Diskussion über Authentizität und respektvolle Adaption. Wie reagierte der Küchenchef auf diese heikle Kritik? Der Küchenchef lud Kulturberater ein und passte die Rezepte an, um den Ursprüngen gerecht zu werden. Konnte diese Reaktion Kritiker und Gemeindemitglieder zufriedenstellen? Viele schätzen die Bescheidenheit und das Engagement für einen respektvollen Umgang miteinander. Würden Sie empfehlen, dort die saisonalen Degustationsmenüs zu probieren? Ich empfehle Degustationsmenüs, um die gesamte Vision des Küchenchefs zu erleben. Wie lange dauert ein Degustationsmenü üblicherweise? Es dauert etwa 2 Stunden und verläuft in gemächlichem Tempo. Gefällt Ihnen das Tempo der Kurse? Der Rhythmus ermöglicht Gespräche und bewusstes Genießen zwischen den Gängen. Wie verhalten sich die Preise für Degustationsmenüs im Vergleich zu Agrarvis-la-Carte-Gerichten? Degustationsmenüs bieten einen höheren Mehrwert für sorgfältig zusammengestellte, stimmige Erlebnisse. Würdest du dort alleine essen oder lieber in Gesellschaft? Beides allein wirkt es besinnlich, in Gesellschaft wird es festlich. Gibt es die Möglichkeit, dem Küchenchef direkt Feedback zu geben? Ich schreibe manchmal eine kurze Nachricht oder bitte gegebenenfalls um ein kurzes Gespräch. Hat der Koch jemals Ihren Tisch besucht? Der Küchenchef begrüßt gelegentlich die Gäste und erläutert seine Inspirationsquellen. Verbessert diese persönliche Aufmerksamkeit das Esserlebnis? Es schafft Verbindung und Wertschätzung für die kulinarische Absicht. Gibt es Kontroversen bezüglich der Tischbelegung und der Reservierungsrichtlinien? Es gibt einige Debatten über die Fairness bei der Vergabe von stark nachverfragten Terminen. Wie stellt das Bistro eine gerechte Reservierungspraxis sicher? Sie reservieren einen Teil der Plätze für Laufkundschaft und staffeln die Online-Buchungen. Sind Sie der Meinung, dass kleine Restaurants in den sozialen Medien präsenter sein sollten? Sie sollten transparent kommunizieren, ohne dabei an Authentizität einzubüßen. Wie gelingt es dem Bistro, Beliebtheit und Wirkung auf die Nachbarschaft in Einklang zu bringen? Es legt moderate Öffnungszeiten fest, sorgt für rücksichtsvolles Verhalten im Freien und bezieht die Nachbarn mit ein. Würden Sie dieses Bistro Sprachlernenden, die die Stadt besuchen, empfehlen? Ja, es bietet ein einladendes Umfeld und verständnisvolles Personal für Nicht-Muttersprachler. Welchen abschließenden Rat würden Sie Gästen geben, die dort zum ersten Mal essen gehen? Reservieren Sie frühzeitig, geben Sie Ihre Ernährungswünsche an und kommen Sie bereit, das Essen in Ruhe zu genießen. Ich werde diese Woche einen Tisch reservieren und das Bistro selbst erleben.
Lektion 3: Die Kunst des Tauschens. Guten Tag, Anna. Haben Sie schon einmal über Trading-Dienstleistungen nachgedacht? Guten Tag, John. Ich habe davon gehört. Es klingt interessant. Viele Menschen in meiner Nachbarschaft tauschen Dienstleistungen. Sie geben ihre Fähigkeiten gegen Geld aus. Das ist interessant. Welche Art von Dienstleistung tauschen Sie aus? Manche bieten Gartenarbeit im Tausch gegen Hausreparaturen an. Andere tauschen Kochen gegen Nachhilfe. Das klingt nach einer fairen Vereinbarung. Was hältst du davon? Ich glaube, Tauschhandel fördert den Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Er schafft Vertrauen unter Nachbarn. Ich stimme zu. In gewisser Weise entfällt dadurch die Notwendigkeit von Bargeld. Genau. Haben Sie jemals an solchen Austauschprogrammen teilgenommen? Ich selbst habe das noch nicht erlebt, finde das Konzept aber faszinierend. Es kann eine Win-Win-Situation sein. Alle profitieren, ohne Geld auszugeben. Wie fängt man mit dem Tauschhandel an? Was sind die ersten Schritte? Zuerst identifiziert man eine Fähigkeit. Dann sucht man jemanden, der diese Fähigkeit benötigt. Das leuchtet ein. Wer initiiert solche Transaktionen üblicherweise? Es beginnt oft mit einem Gespräch. Jemand äußert ein Bedürfnis und die Ideen sprudeln. Haben Sie schon einmal einen Tauschhandel initiiert? Ja, ich habe einmal Webdesign gegen Malerarbeiten getauscht. Das klingt produktiv. Wie war die Erfahrung? Es war lohnend. Beide Parteien waren mit dem Ergebnis zufrieden. Welche Herausforderungen treten häufig beim Tauschhandel auf? Missverständnisse können vorkommen. Erwartungen müssen klar formuliert sein. Das stimmt. Es ist unerlässlich, die Bedingungen vorher zu besprechen. Absolut. Grenzen zu setzen schützt beide Parteien. Sind Ihnen bei einem Tauschgeschäft schon einmal Streitigkeiten begegnet? Zum Glück nicht. Wir haben immer offene Gespräche geführt. Mir gefällt dieser Ansatz. Er fördert eine positive Atmosphäre. Das ist absolut richtig. Vertrauen ist bei solchen Transaktionen unerlässlich. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der sich für Tauschhandel interessiert? Ich würde empfehlen, klein anzufangen. Sammeln Sie schrittweise Erfahrung. Das ist ein weiser Rat. Man sollte aus jeder Erfahrung lernen. Ja, und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Kommunikation ist bei solchen Vereinbarungen in der Tat der Schlüssel. Es sorgt für Klarheit und hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Glauben Sie, dass Tauschhandel an Popularität gewinnen wird? Ich glaube schon, vor allem, da die Menschen nach Alternativen zu Bargeld suchen. Das ist ein interessanter Punkt. Die Wirtschaft unterliegt schließlich Schwankungen. Genau. Manche empfinden den Tauschhandel in wirtschaftlichen Abschwungphasen als stabiler. Es ist faszinierend, wie Menschen ihre Handelsmethoden anpassen. In der Tat. Tauschhandel spiegelt Kreativität bei der Problemlösung wider. Was ist der ungewöhnlichste Tauschhandel, von dem Sie je gehört haben? Ich habe mal von jemandem gehört, der eine Gitarre gegen Klempnerarbeiten getauscht hat. Das ist überraschend. Darauf wäre ich nicht gekommen.
Es zeigt, wie unterschiedliche Fähigkeiten einzigartige Austauschprozesse ermöglichen können. Diese Sichtweise gefällt mir. Sie macht den Tauschhandel attraktiver. Das ist absolut richtig. Im Trading gibt es unzählige Möglichkeiten. Würden Sie also sagen, dass Tauschhandel auch in Zukunft Bestand haben wird? Ich glaube, es wird sich weiterentwickeln. Die Menschen werden immer nach Wert streben. Gut gesagt, John. Ich freue mich darauf, dieses Konzept weiter zu erforschen. Danke, Anna. Lass uns das Gespräch in Zukunft fortsetzen. Lektion 4: Unverzichtbare Notfallartikel für jedes Zuhause. Guten Abend, Anna. Wie geht es dir heute? Guten Abend, John. Mir geht es gut, danke. Video. Mir geht es wirklich gut. Haben Sie schon einmal über Notfallvorsorge nachgedacht? Ja, ich habe das in Betracht gezogen. Es ist entscheidend, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Gewiss. Das kann in Krisenzeiten einen entscheidenden Unterschied machen. Welche Gegenstände halten Sie für notwendig, um sie zu Hause zu haben? Ich halte Erste-Hilfe-Sets für unerlässlich. Sie können kleinere Verletzungen wirksam behandeln. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Erste-Hilfe-Set ist unerlässlich. Das doch. Haltbare Lebensmittel sind lebenswichtig. Sie sichern das Überleben in Notfällen. Pfiuh. Konserven und Trockennahrungsmittel würden sehr helfen. Wasser ist ebenfalls von größter Bedeutung. Es ist lebensnotwendig. In der Tat, man sollte genügend Wasser für mehrere Tage aufbewahren. Taschenlampen mit Ersatzbatterien sind ebenfalls wichtig. Sie spenden Licht bei Stromausfall. Das stimmt. Es ist beunruhigend, während eines Sturms im Dunkeln zu sein. Darüber hinaus kann sie ein batteriebetriebenes Radio in Notfällen auf dem Laufenden halten. Ausgezeichnete Idee. In Krisenzeiten ist es unerlässlich zu wissen, was draußen passiert. Auch Werkzeuge wie ein Hammer oder ein Schraubenschlüssel können sehr nützlich sein. Das leuchtet ein. In der Lage zu sein, Dinge im Notfall reparieren zu können, ist von entscheidender Bedeutung. Halten Sie es für notwendig, Decken aufzubewahren? Ja, absolut. Decken spenden Wärme und Trost in schwierigen Situationen. Ich glaube auch, dass eine Pfeife wertvoll sein kann. Sie kann ein Hilfesignal sein. Das ist ein interessanter Punkt, John. Das kann in der Tat Aufmerksamkeit erregen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wichtige Dokumente sicher aufzubewahren? Ja, es ist ratsam, Kopien wichtiger Dokumente aufzubewahren. Sie sind schwer zu ersetzen. Genau. Es kann eine stressige Situation weniger chaotisch machen. Ich frage mich, ob die Leute diese Dinge oft übersehen. Es ist möglich. Viele erkennen ihre Bedeutung vielleicht erst, wenn es zu spät ist. Wie können wir andere dazu ermutigen, ihre Häuser vorzubereiten? Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel. Wissensvermittlung kann zum Handeln motivieren. Das ist eine großartige Idee. Die Durchführung von Community Workshops könnte das Bewusstsein schärfen. In der Tat, Diskussionen könnten viele aufklären. Ich würde mich sehr gerne an solchen Initiativen beteiligen. Sie sind für alle von Vorteil.
Gemeinsam können wir ein sichereres Umfeld für unsere Gemeinschaft schaffen. Ich stimme zu. Notfallvorsorge ist eine gemeinsame Verantwortung. Lasst uns damit beginnen, unser Bewusstsein unter unseren Freunden zu schärfen. Ja, lasst uns dem Priorität einräumen. Jeder hat es verdient, sich zu Hause sicher zu fühlen. Ich finde dieses Gespräch sehr aufschlussreich. Da stimme ich dir zu, John. Danke für deine Einblicke. Danke, Anna. Lass uns auch in Zukunft unser Wissen teilen.